Pünktlich zur Beijing Autoshow 2026 hat BYD die Hüllen fallen lassen. Die neue Generation des Atto 3 ist da. Das ist auch kein kleines Facelift, sondern eine technologische Kampfansage. Los geht's! Der Atto 3, in China als Yuan Plus bekannt, war ein globaler Erfolg, schwächelte aber zuletzt in den Verkaufszahlen mit 73% Rückgang im Quartal 1 2026. Die Kunden wollten mehr Technik, mehr Reichweite und vor allem schnelleres Laden. BYD hat reagiert. Diese neue Generation ist eine strategische Neuausrichtung. Während wir in Europa bisher den Atto 3 Evo gesehen haben, der eigentlich nur eine Weiterentwicklung der alten Basis war, ist das Modell für 2026 ein völlig neues Auto. Es wechselt von der alten Frontantriebsarchitektur auf eine moderne RWD-Plattform, also Heckantrieb. Das bedeutet besseres Fahrverhalten, effizientere Platznutzung und eben die Integration der neuesten Batteriegeneration. Der 2026er Atto 3 soll den Abwärtstrend stoppen und BYD im kompakten SUV-Segment wieder an die Spitze bringen. Wenn man den neuen Atto 3 sieht, merkt man, dass er ein wenig erwachsener geworden ist. Er wirkt nicht mehr so verspielt wie vorher, sondern deutlich bulliger und athletischer. An der Front sehen wir eine sehr cleane, geschlossene Optik. Die Scheinwerfer sind extrem schmal und aggressiv geschnitten. BYD nutzt hier das aktuelle Familiendesign, was aber noch eine Spur futuristischer wirkt. Die schwarzen Akzente heben das Design allgemein nochmals hervor. Das Dach und die Säulen sind komplett schwarz abgesetzt, was dem SUV eine flachere, sportlichere Silhouette verleiht, obwohl er ja eigentlich höher geworden ist. Am Heck gibt es ein durchgehendes, minimalistisch wirkendes Leuchtenband, ohne die nach unten gezogenen Schnörkel vom Vormodell, was, wie ich finde, viel besser aussieht. Dazu gibt es neue Felgendesigns in 18 und 19 Zoll, die aerodynamisch optimiert wurden. Insgesamt wirkt das Auto weniger wie ein kleiner Crossover und viel mehr wie ein vollwertiges Mittelklasse-Familien-SUV. Wer den alten Atto 3 kennt, erinnert sich an die Seiten an den Türtaschen und das Fitnessstudio-Design. Davon hat man sich weitestgehend verabschiedet. Es ist jetzt alles viel cleaner und hochwertiger. Das erste, was auffällt, ist das neue Zweispeichen-Lenkrad. Es sieht zwar edel aus, nur bin ich jetzt nicht der größte Fan von zweispeichigen Lenkrädern. Das ist aber Geschmackssache. Und wo ist der Gangwallhebel? Der ist weg von der Mittelkonsole und sitzt jetzt als Lenkstockhebel direkt hinter dem Lenkrad. Das schafft viel mehr Platz in der Mitte. Dort finden wir jetzt eine sehr aufgeräumte Konsole mit einer kabellosen Ladestation für Smartphones, 2 großen Becherhaltern und einer Menge versteckten Stauraum darunter. Das Herzstück ist natürlich der riesige drehbare Touchscreen in der Mitte, der jetzt noch schmalere Ränder hat und schneller reagiert. Dazu gibt es ein volldigitales Instrumentencluster für den Fahrer und ein scharfes Head-Up-Display, das die wichtigsten Infos direkt auf die Straße projiziert. Durch den längeren Radstand ist das Platzangebot im Fond besser geworden. Selbst große Passagiere haben jetzt deutlich mehr Kniefreiheit. Es fühlt sich geräumiger an, was auch am großen Panoramadach liegt, das fast das gesamte Dach einnimmt. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da habe ich mir mittlerweile schon einige Designs ausgedacht, die euch hoffentlich gefallen könnten. Darunter das herkömmliche Logo, der Elektronaut und das Space Nebula Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der BYD Atto 3 2026 ist deutlich gewachsen. Er ist nun 4,66 Meter lang, 1,89 Meter breit, 1,67 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,77 Meter. BYD bietet 2 Versionen an, beide mit den neuen LFP-Batterien der Tochterfirma FinDreams. Die Einstiegsvariante kommt mit einem 57,5 Kilowattstunden Akku. Der Motor im Heck leistet 200 kW, also etwa 268 PS. Damit kommt man nach dem chinesischen CLTC-Zyklus ca. 540 Kilometer weit. Wer mehr will, greift zur Long-Range-Version. Hier gibt es 68,5 Kilowattstunden Akkukapazität und einen Motor mit 240 kW. Das sind 322 PS in einem kompakten SUV. Die Reichweite liegt hier bei 630 Kilometern. Aber die pure Reichweite ist gar nicht das Spannendste.
Es ist das Flash Charging. BYD hat ein System entwickelt, mit dem man in nur 5 Minuten von 10 auf 70% laden kann. Wenn ihr 9 Minuten Zeit habt, seid ihr sogar bei 97%. Das ist ein absoluter Gamechanger für die Langstrecke. Das bedeutet theoretisch, kurz anhalten, aufs Klo gehen oder so und das Auto ist fast wieder voll. BYD gibt außerdem an, dass selbst bei extremen Temperaturen von minus 30 Grad die Ladezeit nur um etwa 3 Minuten steigen soll. Das ist eine Ansage an die Konkurrenz, die bei Kälte oft drastisch einbricht. Dank der neuen RWD-Plattform und dem Thermomanagement scheint BYD hier wirklich einen rausgehauen zu haben. Die offizielle Weltpremiere findet auf der Beijing Auto Show am 24. April 2026 statt. Dort werden wir dann auch die finalen Preise für den chinesischen Markt erfahren. Experten erwarten, dass BYD den Preis sehr aggressiv ansetzen wird, um die Verkaufszahlen wieder nach oben zu treiben. Für uns in Europa heißt das, wir müssen uns vermutlich noch ein wenig gedulden, bis die Exportversionen fertig sind. Aber wenn dieser Wagen mit dieser Ladetechnik zu uns kommt, dann wird es für Volkswagen, Hyundai und Tesla verdammt eng in dieser Preisklasse. Wie findet ihr den neuen Atto 3? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!